Man gibt dir die Landschaft, wie geil ist denn das? Der ist ja für sich genommen schon unglaublich schön. Ah, ist das schön. Bist du deppert. Ah, sehr cooler Trail. Unglaublich lässig gebaut. Ja, durchaus spannend. Absoluter Hammer, Leute. So, und ihr sagt mir jetzt noch kurz, wie ihr heißt. Du bist Ich bin der Norbert. der Norbert. Ich bin die Anna, servus. Und die Anna, servus, grüß dich. Die habe ich heute getroffen, da herum auf, wo sind wir denn da eigentlich jetzt? Auf 2663. Am Am Weißfluhjoch, genau, sind wir da herum und die haben mir super schöne Trails schon angesagt. Da werde ich ein bisschen was davon probieren. Und wenn die zweimal nach Wien kommen, dann habt ihr jetzt mein Angebot für euch ein bisschen um da drüben. Ja? Super. Okay. Und, so. Und für das tauschen wir jetzt noch Nummern aus. Bye Und wir sehen uns auf dem Trail. Servus. Ciao, ciao. Ah, das ist schon eine geile Landschaft. Bist du deppert. Aha, und das da drüben ist, glaube ich, der Felsentrail. Und da drüben, das ist wahrscheinlich das Körbschhorn. Ja. Noch nicht weit gekommen, genau. Nein, ich schau jetzt. Das heißt, ich fahre da runter, gell? Das ist der Felsentrail. Felsenweg. Und da geht's, das ist Körbschorn. Ja, Erst drüber, also das Scherbschorn ist einer von den Unterkugeln, nicht ganz oben. nicht ganz oben. Und dann geht's über den Rücken da vorne runter. Ja, genau. Das kleine Schneefeld siehst du, Ja. ein Stückchen weiter unten siehst du den Trail. Ja, genau, da geht da runter. Ja, cool. Ja, super. Gell? Sehr cool. Viel Spaß euch. Ciao, ciao. So, das Ganze ist jetzt nur die Verbindung eigentlich um mich Richtung Körbschorn. Grüezi, danke. Man gibt dir die Landschaft, wie geil ist denn das? Ah, Leideln. Ja, vielleicht ganz kurz. Was bringt mich heute nach Davos? Grundsätzlich die Sehnsucht nach den Berg. Und wir sind für knappe 1,5 Wochen in Tirol auf Familienbesuch. Und ich nutze die Gelegenheit einfach, um einmal 2 Tage auszubrechen. Ich hätte eigentlich gleich 2 Tage nach Davos fahren sollen. Sehe ich jetzt da, das wäre glaube ich gescheiter gewesen. Ein Tag ist wahrscheinlich ein bisschen kurz für die Gaudi. Mal schauen, was ich da alles mitnehmen kann. Schauen wir auch, wie lange das Wetter hebt halt. Ich bin jetzt halt mit der Barsenbahn aufs Weißfluhjoch raufgefahren auf 2600 Meter und fahre jetzt halt einmal rüber Richtung Körbschorn. Da geht es jetzt da den Felsentrail, heißt er, oder Felsenweg. Ja, und dann geht es Richtung Körbschorn. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich satt bergauf. Und von dort geht dann der Körbschorn-Trail runter. Ja, da nehme ich euch halt mit. Ja, ich werde jetzt nicht ewig viel filmen da auf dem Weg zum Körbschorn-Trail, aber nur da herum ein bisschen diesen Weg. Der ist ja für sich genommen schon unglaublich schön. So, das ist jetzt ein bisschen wackelig aus der Hand gefilmt, weil meine Kamera am Helm hinten am Rucksack ist. Aber nur, damit ihr so ein bisschen eine Idee habt, wie es da rüber geht zum Körbschorn Trail. Wunderschöner, netter Single Trail. Das ist alles shared. Das heißt, da sind Wanderer unterwegs.
Aber ihr seht, gut, ich bin jetzt unter der Woche unterwegs, seit Dienstag, aber es ist im August Urlaubszeit und es ist sehr überschaubar. Ich habe heute bis jetzt 3 Wanderer getroffen. Das ist easy. Okay, ciao Jungs. Servus. Ja, ich lasse es gemütlich angehen, so wie immer. Fahre den halt das erste Mal. Habe auch noch nicht wirklich so die 100%ige Orientierung, aber es wird schon ein bisschen besser. Und fahre dann Richtung Davos wieder runter. Und werde es auch insofern ein bisschen gemütlich angehen lassen. Ihr seht es da, wenn ihr auf meinen Lenker schaut. Ich bin nicht unter die coole Fraktion gewechselt, die ohne Handschuh fährt, sondern ich habe dummerweise meine Handschuhe im Auto liegen lassen. Insofern werde ich das Risiko ein bisschen dosieren und die Fahrt eher genießen. War halt generell nicht so ganz bei der Sache, so wie es ausschaut. Hätte die Drohne dabei, die wäre dann natürlich fantastisch, aber habe die Akkus liegen lassen. Gut, gibt es kein Drohnenvideo. Ich war sicher nicht das letzte Mal in Davos. Wir haben jetzt einen kleinen Gegenanstieg da. Ja, insgesamt glaube ich, nicht umsonst bezeichnet sich Davos als das Naturtrail-Paradies. Ihr seht es da, das sind eigentlich alles Wanderwege, da ist kaum was gebaut, zumindest nicht erkennbar. Und ja, man ist da super schön weit über der Waldgrenze, hochalpin. Juhu! Ah, ist das schön. Bist du deppert. Ah, ist das schön. Ah. Die Ridgeline. Geil. Aber ich will noch ein bisschen was sehen. Das Bankerl war jetzt schön gewesen. Ja, ich möchte da noch 1-2 Mal halt rauffahren. Insofern lasse ich mir nicht zu viel Zeit. Ja, das ist ganz nett los. Gestern am Abend, ich habe da am Stellplatz übernachtet in Davos, hat es noch ziemlich geregnet und gewittert. Da merkst du da oben überhaupt nichts mehr davon, da ist staubtrocken, nicht einmal ansatzweise feucht. Heißt, im Grunde genommen, man kann da, glaube ich, wenn es jetzt nicht gerade 2-3 Tage volles Rohr runterwascht, glaube ich, ziemlich lässig fahren.
sehr cooler Trail. Unglaublich, unglaublich lässig gebaut. Richtig bremsen, genau, nicht schleifen lassen. Möglichst nicht blockieren. Das schafft man natürlich nicht immer, wenn es so loose ist. Ja, da im unteren Teil ist fast schon eher so ein bisschen ein Karrenweg, aber sehr lässig zum Fahren. Ja, wenn man es jetzt ein bisschen vergleicht, bin ich jetzt halt innerhalb von ein paar Tagen war in Saalbach, in Fiss und jetzt bin ich da in Davos. Das ist schon eine andere Kategorie Mountainbiken da. Finde ich halt auch ein bisschen ein spannenderes Konzept, einfach zu sagen, okay, alles ist shared. Und natürlich gibt es ein paar Trails, die sind explizit fürs Bike. Aber so wie da nutzt man im Grunde genommen einen alten Karrenweg als Mountainbike Trail. Ich glaube, da nehmen viele die Direttissima. Ich nehme den mit, weil der ist so nett. So, ich glaube, das war der Körbschan Trail. Ich glaube, da drunten kann ich mir meine Flaschen auffüllen. Und vielleicht schon da. Sind da jetzt bei der Staffelalp, heißt es. So, Staffelalp Holzschlag Trail. Steht in Trailfox. Schauen wir mal. Ja, gar nicht so ohne. Das ist jetzt mehr oder weniger die Fortsetzung vom Körbschan Trail im quasi unteren Teil jetzt bis zum Talboden runter. Auch ganz lässig. Kann was. Bei uns dürfte es das alles nicht fahren. So. Ja, durchaus spannend.
hingerufen. Grüezi. Merci, grüezi. Hallo. Servus. Dankeschön. Bitte. Und siehe da, liebe österreichischen Politiker, es ist überhaupt kein Problem, wenn man sich da begegnet. Meine Rücksicht, grüß dich schön. Ja, der hat es durchaus in sich, der Trail. Geil. So. Wohl. Sind wir im Tal herunten. Geil. Geil, geil, geil. Absoluter Hammer, Leute. So, und da sind wir am Bach herunten und es geht am Radlweg zurück nach Davosplatz. Wie geil ist denn das? Ja Leute, ich rolle jetzt gerade wieder ganz gemütlich zurück nach Davos. Schau ein bisschen auf die Uhr. Es ist 1:15. Ich glaube, ich werde ganz kurz zum Auto fahren, Handschuhe holen und dann geht es noch mal rauf. Ja, geil. Richtig geil. Ich glaube, jetzt fahre ich noch einmal rauf aufs Weißflugjoch mit der Bassenbahn und dann schaue ich vielleicht Richtung Klosters rüber. Und ja, und da sehen wir uns dann nochmal.